Hallo, herzlich willkommen zu Where are the Wolves, herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge Nummer 10. Welcome to our 10th episode of Where are the Wolves. Wie ihr sehen und hören könnt, sind wir wieder in Asien. Wir sind in Kambodscha. Nach 5 Tagen Siem Reap und Tempel gucken sind wir gestern hier in Battambang angekommen. As you can probably see in here, we're back in Asia. We flew into lovely Cambodia and spent 5 days in Siem Reap. Had a look at the lovely temples of Angkor Wat, and now yesterday we went on to Battambang and we wanted to catch up with you. Ja, wir zeigen euch jetzt mal die 700 Fotos, die wir in Angkor gemacht haben, oder zumindest eine kleine Auswahl davon. So we took about 700 photos of the temples, but don't worry, we're only going to show you about 500 of them. Angkor war die Hauptstadt des historischen Khmer-Reichs vom 9. bis 15. Jahrhundert. Angkor Wat ist der berühmteste und größte Tempel, den man heute kennt aus dieser Region. Insgesamt stehen da über 1000 Tempel und Heiligtümer. 14 davon haben wir geschafft, uns anzugucken. Angkor was the capital of the ancient Cambodian Empire, but in actual fact Angkor Wat is only one of 1,000 temples that are built around this huge area, and we managed to see 14 of them. These first few photos were taken at the Temple of Pre Khan, which was our first temple, and naturally we took a lot of photos because we were just so fascinated by all the decorations and carvings. Das sind bis jetzt alles Bilder von dem ersten Tempel, den wir besichtigt haben, Pre Khan, der uns auch gleich ziemlich begeistert hat. Einmal überhaupt durch seine Größe und dann aber auch durch diese unglaublich schönen, detailreichen Schnitzereien und Verzierungen, die es überall noch zu sehen gab, obwohl der Tempel insgesamt ziemlich verfallen war. Das hier ist jetzt schon Nummer 3. Wir erklären euch jetzt nicht jeden Tempel einzeln. Das ist Bantai Srai, der war wirklich ganz besonders schön. Man nennt ihn auch den Tempel der Damen, unter anderem, weil die Schnitzereien so fein und filigran sind, dass man sagt, dass es nur Frauenhände gemacht haben können. One of our next temples was Bantai Srai, which is known for its pinkish colour and also for its extremely fine and delicate carvings, and it is said that this can only be the work of female hands. Wir machen weiter mit Prerup, bisschen weniger filigran, dafür aber sehr monumental, fast schon wie eine Pyramide, mit einem Schrein, der hier in der Mitte fast wie auf einem Berggipfel thront. Temple number 5 that day was Prerup, which is built up like a pyramid, and you have beautiful views once you've climbed to the top. Our last stop before a gorgeous sunset was Bantai Kadai, a temple that is sort of hidden away in the jungle and pretty much falling apart. Bantai Kray, den wir hier sehen, hat dann schon wieder einen ganz anderen Stil und vor allem mitten im Wald gelegen und ziemlich verfallene, sehr verwunschene Atmosphäre, die ganz gut zu diesem spektakulären Sonnenuntergang gepasst hat. Top of the morning to you all. Wunderschönen guten Morgen euch allen. We just cycled from Siem Reap to a temple. We actually wanted to see Ta Prohm, which is the Tomb Raider temple, but they kicked us out. So we went to this wonderful temple, which is called Prerup, and the sun is just coming up there. So we're going to take some lovely shots for you and for us. Guten Morgen. Wir sind heute um 4:30 aufgestanden und mit dem Fahrrad zu den Angkor-Tempeln gefahren. War ein ganzes Stück. Wir wollten eigentlich Ta Prohm angucken, den Tomb Raider-Tempel, der quasi vom Dschungel überwachsen ist. Da sind wir leider rausgeflogen, weil der erst um 7:30 aufmacht. Jetzt sind wir hier bei Prerup und es ist auch ganz okay. Und gleich kommt da hinten die Sonne raus. After 7:30, we were then allowed into the Indiana Jones Tomb Raider temple, also called Ta Prohm, and it is well known for the jungle re-entering and regaining the territory of the temple, and it's quite fascinating to see.
Danach hatte dann auch Ta Prohm geöffnet, ein Tempel, der deswegen so berühmt und einzigartig ist, weil der Dschungel sich das Gelände langsam zurückholt und den Tempel überwuchert, was eine ganz einzigartige Atmosphäre schafft, wie man hier sieht. After a few more temples and a lunch break, we made it through the Victoria Gate into Angkor Thom, which is a large temple complex housing many temples, small and big. And one temple we found particularly interesting was Bayon, which is quite well known for its many faces of Buddha being depicted on lots of towers. It's quite fascinating to see, actually. Bevor wir gleich zu Angkor Wat kommen, sehen wir hier noch den Bayon-Tempel, der auch sehr viel Eindruck auf uns gemacht hat. Ein buddhistischer Tempel mit vielen Türmen und vor allem sehr, sehr vielen Buddha-Gesichtern, die quasi von überall auf einen herabblicken. Passing over a bridge lined with Buddhas, we then were on our way to Angkor Wat for sunset, which was an interesting sight. Der Sonnenuntergang bei Angkor Wat war wirklich wunderschön, aber auch ein bisschen trubelig. Wir haben dann unseren dritten Angkor-Tag dafür genutzt, um uns diesen größten und besterhaltenen Tempel aus dieser Region nochmal ganz genau anzugucken. We then spent our third day focusing only on Angkor Wat and the many treasures it beholds. Had to wait for an hour to get to the very top, but it was well worth it. Allein schon das 600 Meter lange Relief, was sich einmal um den Tempel herumzieht, war schon einiges an Beachtung wert. Die 5 Türme und dieser wunderschöne Ausblick hier waren dann auch nochmal ein echtes Highlight unserer Angkor Wat-Tage. So, wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Eindruck vermitteln, wie schön es hier ist. Wir laufen jetzt noch ein bisschen über den Markt, fahren morgen weiter nach Phnom Penh, dann nach Vietnam und halten euch auf dem Laufenden. Well, we hope you had, a small impression of what we've experienced the last couple of days, and we will continue to wander over the lovely markets here. Tomorrow we're moving on to Phnom Penh, and we'll keep you updated as always.